Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizukis Home. Ich bin Mizuki. Heute ist mein Mann hinter der Kamera und er stellt mir heute ein paar Fragen über das Leben in Deutschland als Japanerin. Ich antworte dann darauf. Wie ihr wisst, ist mein Mann Deutscher und ich bin Japanerin. Wir sind also ein internationales Ehepaar. Dann, los geht's! Okay, dann fangen wir mal an. Komm schon, komm schon. Magst du Deutschland? Wenn ja, was genau gefällt dir an Deutschland? Ja, ich mag Deutschland und mir gefällt der ruhige Alltag in Deutschland. Ich denke, die Zeit in Deutschland vergeht etwas langsamer als die in Japan, aus meinem Gefühl her. Und als ich in Japan war, fand ich mein Leben war richtig hektisch. Und vor allem, als ich in Japan gearbeitet habe, und ich hatte immer keine Zeit und ja, mein Life-Work-Balance in Japan war nicht so gut, denke ich. Aber in Deutschland kann man am Wochenende sehr gut ausruhen und ja, ich kann im Kopf so Arbeit und meine freie Zeit trennen. Zum Beispiel in Deutschland kann man am Wochenende, vor allem am Sonntag, kann man sehr gut zu Hause oder draußen ausruhen. Geschäfte, zum Beispiel Supermärkte oder andere Geschäfte sind oft zu. In Japan sind fast alle Geschäfte auf, sogar auch Supermärkte. Und deswegen verbringt man am Sonntag immer ganz normal. Deswegen denke ich, kann man nicht so Wochenende und Werktage nicht so einfach unterscheiden. Der Sonntag in Japan ist nicht so ruhig wie in Deutschland. Genau. Außerdem mag ich auch deutsche Weihnachtsmärkte und deutsche Häuser, vor allem Fachwerkhäuser und alte Gebäude, wie zum Beispiel alte Gebäude in Leipzig oder Dresden und so weiter. Das mag ich auch. Genau. Goslar. Ja, das stimmt. Goslar auch schön. Aber Goslar ist so eher mehr Fachwerkhäuser, ne? Und ich mag auch im Sommer in Deutschland. Im Juni, Juli zum Beispiel ist ein Tag sehr lang, ne? Also die Sonne scheint manchmal bis 22 Uhr oder so. Und das gibt es in Japan gar nicht. In Japan, sogar im Sommer, geht die Sonne schnell runter um 18 Uhr oder so, ne? Und ja, deswegen ist der Sommer in Deutschland für mich sehr besonders und das mag ich sehr. Und ich denke, in Deutschland gibt es nicht so starke Gesellschaftsdruck wegen des Äußeres. Und in Japan hatte ich so einen Gesellschaftsdruck ganz stark und das möchte ich gar nicht. In Deutschland kann man ja alles machen, was man will. Man kann alles so tragen, was man tragen möchte. In Japan kann man ja natürlich alles tragen, aber man achtet ein bisschen auf das Äußere und diesen Gesellschaftsdruck hatte ich sehr stark gefühlt. Dann, ja, das möchte ich nicht und diesen Gesellschaftsdruck hatte ich oder habe ich in Deutschland nicht. Ja, deswegen mag ich Deutschland und mir gefällt Deutschland. Gefällt dir dein Leben in Deutschland? Ja, ja, mir gefällt das Leben in Deutschland. Ja, ich denke, mein Leben ist viel besser geworden, seit ich in Deutschland bin. Und ja, das ist wahrscheinlich wegen der Heirat. Aber wahrscheinlich hätte ich mich einsamer und langweiliger gefühlt, wenn ich keinen Partner oder Freunde in Deutschland hätte. Aber ja, ich habe Gott sei Dank einen Partner, also meinen Mann. Und ja, ein paar Freunde in Deutschland. Deswegen, ja,
ist mein Leben nicht so langweilig und nicht so einsam. Alleine im Ausland kann man bestimmt schneller einsam werden. Ne? Ja, natürlich, ne? Und ja, ich habe gesagt, dass ich jetzt in Deutschland nicht so einsam fühle. Aber ja, manchmal fühlt man sich natürlich schon einsam, ne? Weil meine blutverwandte Familie nicht in Deutschland ist. Aber wie gesagt, ich habe meinen Mann und ein paar Freunde. Deswegen ja, ist diese Einsamkeit ein bisschen weniger, denke ich. Hast du in Deutschland ein Heimatgefühl oder denkst du, dass Japan deine Heimat ist? Ich denke, Japan ist noch Heimat. Ja, Heimatgefühl. Jetzt, ne? Weil ich wohne seit 5 Jahren oder 4 Jahren in Deutschland. Ja, insgesamt 5 Jahren. Und ich habe in Japan 27 Jahre gelebt, also deutlich länger in Japan. Deswegen fühle ich mich noch, dass Japan für mich noch Heimat ist. Was sind für dich die größten Unterschiede im deutschen und japanischen Alltag? Große Unterschiede. Japan ist zum Beispiel hektisch, beschäftigt, man hat immer viel zu tun und ja, immer stressig wegen der Gesellschaftsdruck und so weiter. Alle sollten ungefähr gleich sein. Und in Deutschland noch ruhiger und man kann mehr Zeit für Privat haben. In Japan kann man ja die Zeit für Privat, also mit Familie oder so, ja, kann man haben am Wochenende, aber in Deutschland kann man noch mehr private Zeit mit Familie oder Freunden mehr nehmen. Ja, wegen Life-Work-Balance, denke ich. Ja. Welche Schwierigkeiten hast du in Deutschland im Vergleich zu deinem Leben in Japan? Ja, viele Schwierigkeiten. Erstmal Sprache. Also die Sprache ist in Deutschland und in Japan total anders. In Japan spricht man Japanisch und in Deutschland auf Deutsch. Und für mich oder für uns Japaner ist deutsche Sprache wirklich schwierige Sprache. Deswegen habe ich in Deutschland wirklich Schwierigkeiten mit der Sprache. Das ist erstmal, und ohne Sprache, also ohne deutsche Sprache kann man in Deutschland nicht so gut leben. Ja, man kann zwar auf Englisch vielleicht oder nur auf Japanisch in Düsseldorf leben, kann auch sein, aber wenn man Deutsch sprechen kann, dann kann man besseres Leben haben in Deutschland, denke ich mal. Deswegen, ja, ist die Sprache erstmal eine erste Schwierigkeit. Und ja, zweite Schwierigkeit für mich wäre schwarzes Humor von Deutschen. Also schwarzer Humor mit Ironie mäßig, ne? Und ja, dieser Humor in Japan und in Deutschland ist ganz anders. Ehrlich gesagt, ich mag nicht so schwarzes Humor, also Ironie mag ich nicht so und das verletzt mich manchmal im Herzen. Und manche Leute sagen zum Beispiel, wenn das Internet langsam ist, dann, oh, das Internet ist wirklich schnell oder so. Also man sagt ganz Gegenteiliges. Und ja, sowas wäre für mich in Ordnung, weil es nicht um mich geht. Aber wenn irgendwie so eine Ironie um mich geht, dann ich nehme das ernst und ich habe manchmal weh. Genau. Und auch direkte Kommunikation in Deutschland ist auch für mich sehr schwierig. Wir Japaner sind ein bisschen so zurückhaltend oder man spricht nicht so direkt. Aber hier in Deutschland spricht man eher so direkter und man muss so seine Meinung stark sagen. Und wenn man nichts sagt, dann manchmal verliert man, sagt man. Oder ja, so eine Art. Deswegen, ja, diesen ironiemäßige schwarzes Humor und direkte Kommunikation sind für mich
auch schwierig. Was noch für mich schwierig ist, ich bin sehr zurückhaltend und in Deutschland muss man ganz oft mit Leuten sprechen, zum Beispiel in Bäckerei oder in Metzgerei oder am Kasse oder so. Wenn man etwas bestellen möchte, spricht man ganz oft. Und wenn man nicht so laut spricht oder wenn man nicht gut sagt, dann, ja, manche Leute sagen, hä? Oder was? Und so weiter. Dann manchmal habe ich Angst davor. Für introvertierte Leute ist solches Gespräch etwas schwierig. Hast du manchmal Heimweh? Jetzt nicht, aber anfangs hatte ich, ja, bevor ich mich an Deutschland gewöhnt habe, hatte ich ja anfangs sehr starken Heimweh. Momentan habe ich kein Heimweh, aber wenn ich manchmal so traurig oder depressiv bin, dann bekomme ich sofort Heimweh. Dann ich möchte mal so irgendwie japanisches Essen oder japanisches irgendwas machen oder so. So eine Heimweh habe ich manchmal, aber jetzt gerade gar nicht. Was vermisst du, wenn du an Japan denkst? Essen und Sachen, praktische Sachen, zum Beispiel Sachen von 100 Yen Shop und so. Ja. Möchtest du irgendwann wieder mal in Japan leben? Momentan nein. Also ich denke jetzt nicht, dass ich wieder in Japan leben möchte, aber in Zukunft bin ich noch nicht sicher. Aber wenn mein Mann und unsere Kinder nach Japan umziehen möchten und dort leben möchten, dann ja, könnte es sein, dass ich auch Ja sage und dass ich auch natürlich zusammen in Japan lebe. Aber momentan nicht. Vielleicht ist es auch gut, dass wir unsere Tochter mal Japan zeigen und dass sie ein bisschen erfahren kann, in Japan zu wohnen. Vielleicht werden wir unsere Tochter zeigen, wie das Leben in Japan ist, für sie oder für uns. Und ja, wir werden natürlich viel reisen, nicht nur nach Japan, sondern auch andere Länder. Aber ja, ich komme aus Japan und sie hat auch ein bisschen so eine gute Hintergrund aus Japan. Deswegen ja, möchte ich als Japanerin auch Japan zeigen und ja, verschiedene Perspektiven möchte ich auch für sie zeigen. Welche Dinge stören dich in Deutschland? Unpünktliche Züge und viele Raucher. Also in Japan gibt es auch natürlich viele Raucher, aber was ich jetzt meine ist, in Deutschland gibt es viele Raucher auf der Straße. Man raucht einfach. Aber das ist, ja, es kommt auf den Ort an bestimmt. In ländlichen Städten oder so, wahrscheinlich ist es noch weniger vielleicht. Aber ich wohne zurzeit in Berlin und wenn ich in Innenstadt in Berlin bin, dann rieche ich mindestens 2-3 Mal auf der Straße. Das mag ich nicht so. Welche Sorgen hast du über dein Leben in Deutschland? Meine Karriere in Deutschland. Ich habe zwar in Japan gearbeitet und ich habe Arbeitserfahrungen, aber ja, meine Karriere erstmal untergebrochen, weil ich nach Deutschland gekommen bin. Und ich habe wieder in Deutschland neu angefangen, also mein Leben und auch Arbeitsleben oder meine Karriere. Ne? Und ich arbeite momentan als YouTuberin und ja, ich bin momentan schwanger und bald bekomme ich ein Kind, dann ich werde Mama. Und ja, ich möchte weiter YouTube machen und ich möchte auch Mama sein. Aber ja, dann frage ich mich, wie läuft meine Karriere in Zukunft in Deutschland ist. Und ja, ich muss jetzt nicht so starke Sorgen machen, aber
ab und zu denke ich mal, dann ob ich bei einem Unternehmen arbeite oder ich arbeite nur als YouTuberin und so weiter, sowas denke ich auch nach, aber erstmal, ja, Kind kommt, dann ich möchte erstmal eine gute Mama sein. Diesen Sorge habe ich momentan und ich mache jetzt YouTube, aber wegen der Schwangerschaft und wegen der Geburt und so weiter, dann muss ich manchmal so Pause machen. Während der Geburt kann ich kein Video machen oder kann ich gar nicht so Livestream oder so machen. Dann wird mein Algorithmus von meinem YouTube-Kanal bestimmt noch schlechter und so. Meine liebe Zuschauer schreiben sehr nette Kommentare und ja, und dann sie sagen so, ja, wir bleiben dran und so weiter. Das freue ich mich. Aber teilweise habe ich auch Angst, wenn ich wieder zurückkomme, dann ist Algorithmus nicht mehr und dann meine Videos werden nicht mehr gezeigt. Ich weiß, dass man so Stück für Stück und langfristig so durchhalten und weitermachen. Aber so wegen der Geburt oder wegen des Kindes muss man manchmal irgendwas Kompromiss geben. Dann denke ich manchmal, wie läuft meine Karriere? Aber das ist nicht nur in Deutschland und in Japan, aber sowas denke ich mal. Ne? Und ja, wenn es zum Beispiel irgendwie Probleme gibt, mein Mann kann auch helfen, aber er kann auch nicht immer alles machen. Und ich muss so immer selbstständig sein und wenn was gibt, dann muss man selber machen. Aber auf Deutsch dann manchmal, ja, ist es schwierig, ne? Ich denke mal manchmal nach über meine Zukunft. Falls mein Mann irgendwann vor mir stirbt oder so, dann was mache ich in Deutschland? Wenn meine Tochter in Deutschland wäre, dann ja, gibt es einen Grund, dass ich in Deutschland bleibe, aber Tochter in Japan, mein Mann ist nicht da, dann weiß ich nicht, vielleicht kein Grund mehr in Deutschland zu bleiben. Anfang bin ich nach Deutschland gekommen, weil ich Deutschland sehr mag, aber irgendwann nach der Heirat ist mein Lebensziel, ist so eher so mit ihm oder mit meiner Familie in Deutschland zusammen zu sein. Aber wenn das alles weggeht, dann ja, muss ich mal nachdenken, deswegen. So eine Sorge um die Zukunft, aber ganz weit weg, das habe ich, ja. Aber das ist noch so weit, also ich denke noch nicht so nach und es kommt, wie es kommt, ne? Aber ja, Sorge hat man, ja. Welche Ziele hast du noch für die Zukunft? Ich möchte noch mehr reisen. Also nicht nur nach Japan, sondern auch in anderen Ländern. Und ich bin zwar bisher 15 Länder gereist, aber ich möchte nochmal so gleiche Länder oder andere Länder auch besuchen. Und ich möchte unserem Kind vieles zeigen. Nicht nur in Deutschland oder nicht nur in Japan, sondern noch ganz viele verschiedene Sachen. Und auch innerhalb von Deutschland kann man auch vieles zeigen. Ne? Nicht nur Berlin, sondern auch so München oder Düsseldorf oder ja, wo auch immer. Genau. Und das ist mein Ziel. Ich möchte selbst auch noch mehr vieles erfahren. Ne? Ich mag reisen und mein Mann mag auch reisen. Und dann, ja, das ist kein Ziel, aber ich möchte in meinem Leben irgendwann noch machen, Erfu spielen. Erfu kennst du? So eine chinesische Instrumente. Ich zeige hier irgendwo. Und ja, das ist, ja, diese Instrumente kommt aus China, denke ich mal. Das möchte ich mal spielen. Ja, das ist kein Ziel, aber
wenn ich das auch machen könnte, dann ja, ist es gut. Also ich möchte vieles erfahren und ich möchte unsere Tochter und auch meinem Mann vieles zeigen. Und ja, damit wir so über den Tellerrand hinausschauen können. Und das macht unser Leben noch viel, viel besser, denke ich. Ja, das denke ich mal meine Ziel. Ja. Das war's erstmal diese Frage von heute. Und ja, es gibt noch viele Fragen von ihm, deswegen das zeige ich euch in einem anderen Video, also nächste, denke ich mal. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass euch das Video gut gefallen hat. Bitte gebt dem Video einen Daumen hoch und lasst bitte einen Abo da, dann würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao!